Vom Rasen in Wohngebieten bis hin zu tragischen Unfällen, die Familien in Tränen zurückließen. Hier ist, was passiert, wenn Straßenrennen schief gehen. Nummer 8. Dubbo-Crash. Im April 2012 waren zwei Fahrzeuge an einem Beschleunigungsrennen auf der Brisbane Street in Dubbo, Australien, beteiligt. Einer war ein Holden Statesman und der andere ein Mitsubishi FTO. Beide Fahrzeuge wurden von Männern Anfang 20 gefahren. Als sie die Straße entlang rasten, erreichten sie einen Anstieg auf der Strecke, der bei den Bewohnern als Teil bekannt ist, in dem es häufig zu Unfällen kommt. Beide Fahrer verloren unabhängig voneinander die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der Statesman fuhr in einen Baum auf einem Privatgrundstück, während der Mitsubishi einen Strommast anschnitt, bevor er von einem anderen Baum auf dem angrenzenden Grundstück zum Stehen gebracht wurde. Der Fahrer des Mitsubishi wurde 5 Meter weit aus seinem Fahrzeug geschleudert und landete auf der Straße. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Der Lärm des Aufpralls weckte das Paar im Haus, welche den FTO entdeckte, der an einem Baum in ihrem Vorgarten feststeckte. Die Nachbarn verglichen die Szene mit einem Sprengplatz. Der Fahrer des Statesman wurde noch vor Ort für tot erklärt. Außerdem befand sich ein Beifahrer im Fahrzeug, ein 19-Jähriger, der schwere Halsverletzungen erlitt. Berichten zufolge stiegen 2 weitere junge Männer aus den Fahrzeugen, bevor das Rennen begann. Laut einem der Bewohner sprachen die beiden immer wieder darüber, dass sie nicht zur Beerdigung ihrer Freunde gehen wollen. Nummer 7. Unfall in North Little Rock. Die 12-jährige Ania Dilworth starb im Juni 2018 bei einem Rennen, welches nach Ansicht der Polizei ein illegales Rennen war. Anias Vater Michael Lynn Scales fuhr einen Ford Crown Victoria, der gegen einen kastanienbraunen Ford Mustang fuhr, der von Brandon Rogers gefahren wurde. Die beiden Männer fuhren mit hoher Geschwindigkeit den Riverfront Drive in North Little Rock, Arkansas hinunter. Irgendwann, ohne Rücksicht darauf, dass seine Tochter mit ihm im Auto war, lenkte Scales in den Mustang und schlug ihn an der Seite an. Rogers hatte auch ein Kind im Fahrzeug, einen 11-jährigen Jungen. Der Aufprall führte dazu, dass beide Fahrer die Kontrolle verloren. Sie schlugen auf mehrere Bäume und Straßenschilder ein, bevor die Crown Victoria auf eine Stange traf, die so stark war, dass das Auto in 2 Hälften geteilt wurde. Ania war der einzige Todesfall bei dem Unfall, während die anderen an schweren Verletzungen litten. Beide Fahrer wurden verhaftet und wegen Kindergefährdung sowie illegalen Straßenrennen angeklagt. Zusätzlich wurde Scales wegen Totschlags angeklagt. Das war nicht die erste Anklage der beiden Männer. Rogers Vorstrafenregister beinhaltete den Verkauf von gestohlenem Aluminium, einen Autodiebstahl sowie Drogenhandel und Schusswaffenvergehen. Die Vorgeschichte von Scales ist noch düsterer. Im Jahr 2009 waren er und sein Cousin an einem Unfall beteiligt, bei dem ein Mann tödlich erschossen wurde. Scales versteckte dann die Waffe, die sein Cousin für den Mord benutzte. Später sagte er als Gegenleistung für eine Straflinderung gegen ihn aus, kam aber trotzdem ins Gefängnis. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls, der das Leben seiner Tochter forderte, auf Bewährung. Nummer 6. San Bernardino-Unfall. Ein Hochgeschwindigkeitsrennen im kalifornischen San Bernardino endete im Frühjahr 2016 mit einer Tragödie. Aber es wurden keine Namen der Öffentlichkeit preisgegeben. Ihre Fahrzeuge erreichten eine Geschwindigkeit von bis zu 145 km/h und ein Teil des Straßenrennens wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Gegen 3:15 Uhr verlor der Fahrer im Führungsfahrzeug die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Lichtmast. Der Aufprall war so schwer, dass es das Auto fast in 2 Hälften riss, bevor es in Flammen aufging. Der Fahrer wurde noch vor Ort für tot erklärt. Das zertrümmerte Fahrzeug kam am Parkplatz der E. Neil Roberts Grundschule zum Stehen. Das Ausmaß der Tragödie hätte viel größer sein können, aber glücklicherweise war die Schule wegen der Sommerferien geschlossen. Nummer 5. Tragisches Rennen in Chatsworth. Ein illegales Straßenrennen verwandelte sich in der LA-Nachbarschaft Chatsworth in eine tragische Situation, nachdem ein Auto in eine Menge von über 60 Personen raste.
Die Kollision ereignete sich in einem Gewerbegebiet, das für illegale Straßenrennen bekannt ist. Der 21-jährige Henry Michael Gevorkian verlor bei dem geplanten Ereignis die Kontrolle über den Ford Mustang, den er fuhr, welcher von den Behörden als sehr mächtig bezeichnet wurde. Das Auto schwankte auf einen Bürgersteig und traf in die Menge der Menschen, die sich dort versammelt hatten, um das Rennen zu verfolgen. 2 Zuschauer wurden tödlich verletzt, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Menge hatte sich aufgelöst, als die Polizei am Tatort eintraf. Gevorkian floh auch. Die Polizei begann dann die Suche nach ihm und möchte ihn wegen Mordes anklagen. Bill Bustos, der leitende Ermittler des LAPD in diesem Fall, sagte während einer Pressekonferenz: Bitte stellen Sie sich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir zu Ihnen kommen. Nummer 4. Unfall in Massachusetts. Im Mai 2018 forderte der 27-jährige Matthew Peter, der den Subaru Forester seines Vaters fuhr, Michael Luddingtons GMC-Pickup in einem spontanen Straßenrennen heraus. Beide Fahrzeuge wurden mit hoher Geschwindigkeit auf der Wohnanlage Plain Street in Slaughton, Massachusetts gefahren. Luddington verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Seine Verlobte und Mutter von 2, Angie Goodrich, war auch im Auto. Beide starben bei dem Aufprall, als Peter wegrannte. Dann, einige Monate später, holte die Polizei ein Video ab, das von Peters Handy stammt. Darauf wurde gesehen, dass er derjenige war, der das Rennen in Gang setzte. In den Aufnahmen filmte er sich selbst, indem er fahrlässig fährt und andere Autos anschreit, bevor er Luddingtons Pickup auf sich nimmt. Als er versuchte, sich zurückzuziehen, hörte man ihn angeblich sagen: „Oh, komm zurück!" Nach Angaben der Polizei nahm er den Moment auf, in dem Luddingtons Auto einen Unfall hatte. Er schickte das Video 30 Minuten später an seinen Vater, der es nicht meldete und anschließend wegen Behinderung einer Untersuchung angeklagt wurde. Peter schickte auch eine Sprachnachricht an seine Frau, in der er beschrieb, was er gerade gesehen hatte. Laut Gerichtsdokumenten schickte er ihr später beunruhigende Textnachrichten, beschuldigte das Paar für den Unfall und sagte, er wünschte, er könnte sie wiederbeleben, nur um sie erneut zu besiegen. Er sagte ihr dann, niemanden von dem Unfall zu erzählen. Peter hatte eine Vorgeschichte von Geschwindigkeitsverletzungen und Unfällen. Die Anklage, der er danach ausgesetzt war, umfasste 2 Morde, Geschwindigkeitsübertretungen und die Verwendung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Nummer 3. Unfall auf dem Moreno Valley Freeway. Valentino Miguel Ramos und die Verlobte Ariana Ruby Luna wurden Opfer eines brutalen Autounfalls auf dem 60 Freeway im kalifornischen Moreno Valley. Der Unfall ereignete sich im Spätsommer 2018. Sie saßen auf dem Rücksitz eines weißen BMWs aus dem Jahr 1999. 3 weitere Personen waren im Fahrzeug, darunter der Fahrer, der 21-jährige Polo Nayera Perez. Augenzeugen zufolge fuhr er mit hoher Geschwindigkeit gegen 2 weitere Autos. Perez verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das gegen das Geländer prallte und sich umdrehte. Die schiere Kraft des Aufpralls stieß 2 Passagiere aus, während 3 weitere im Inneren eingeklemmt wurden. Am Ende wurden Ramos, Luna, Perez und der Mann auf dem Beifahrersitz bei dem Unfall getötet. Luna war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Einige Tage zuvor hatten sie und Ramos gerade die Babyparty ihres ungeborenen Sohnes gefeiert. Der einzige Überlebende war ein namenloser 19-jähriger Mann, der schwere Verletzungen erlitten hatte. Die Autos, gegen die Perez gefahren war, ein Honda Civic und ein Mazda Hatchback, flohen, als sich der Unfall ereignete. Nummer 2. Ector County Unfall. 4 Menschen kamen ums Leben und eine Familie wurde nach einem verheerenden Unfall in Ector County, Texas, in Trümmern zurückgelassen. Am 1. Oktober 2018 rasten Albertico Valenzuela und Christian Flores mit ihren Dodge Challengers in der 16th Street Richtung Westen. Flores verlor dann die Kontrolle über sein Auto und fuhr in Valenzuelas Challenger und drängte ihn auf die ostwärts führenden Spuren. Das Auto raste in einen Chevrolet Impala mit 4 Personen im Auto, die 47-jährigen Aracela Galbaron und ihre Kinder, die 20-jährige Cassandra, der 17-jährige Sergio und der 8-jährige Elias. Galbaron und ihre Tochter starben vor Ort, ebenso wie Christian Flores.
Galbadons jüngster Sohn starb an den Folgen des Unfalls im Universitätsklinikum in Lubbock. Ihr ältester Sohn Sergio, der in das gleiche Krankenhaus gebracht wurde, befand sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Nummer 1. Rowville-Autounfall. Im Februar 2019 forderte ein verdächtiges Rennen in Rowville, Ost-Melbourne, das Leben der 17-jährigen Nikita Wells. Der Teenager saß auf dem Rücksitz eines Holden, während ihre ältere Schwester am Steuer saß. Sie waren in einem schrecklichen Autounfall mit 3 Autos verwickelt, bei dem eines der Autos in einen Strommast geriet und ihn heftig in 2 Teile riss. Es wird angenommen, dass die Wells-Schwester die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte und in ein anderes raste, nachdem sie geschnitten worden war. 5 Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, aber Wells war der einzige registrierte Todesfall. Bewohner des Gebietes von Rowville behaupteten, dass sie vor dem Unfall Autos sahen, die die Straße hinunterflogen. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens 2 der Autos mitten untertags ein Rennen fuhren, als sich der Unfall ereignete. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kennst du weitere Straßenrennen, die tödlich endeten? Erzähle uns davon in den Kommentaren unten.